Die Brasilianerin Catiucia Torres Soares, bekannt als Cat Torres, war in den sozialen Netzwerken sehr beliebt. Millionen von Fans verfolgten das Leben der Schönheit. Einige bewunderten sie, andere beneideten sie. Allerdings wussten nur wenige, dass sich hinter dem perfekten Bild eine düstere Realität verbarg. Cat Torres wurde am 24. Oktober 1989 im Norden Brasiliens geboren. Sie wuchs in einem armen Viertel in einer problembelasteten Familie auf. Cats Vater litt unter Alkoholismus. Mit 12 Jahren begann das Mädchen, ihre Lippen mit rotem Lippenstift zu schminken und trug einen kurzen Haarschnitt im Chanel-Stil. Schon damals machten Freunde und Bekannte Cat Komplimente und prophezeiten ihr Erfolg im Modelgeschäft. Ein paar Jahre später schickte sie ihr Profil an eine Modelagentur, in der Hoffnung, etwas Geld zu verdienen. Cat wurde sofort entdeckt und zu einem Fotoshooting eingeladen. Nachdem sie ihr Honorar erhalten hatte, zog sie freudig von ihren Eltern aus. Mit 18 Jahren wurde Cat angeboten, nach Europa zu ziehen, und sie willigte ein. Hallo, mein Name ist Cat Torres. Ich bin Model und Schauspielerin. Derzeit arbeite ich in Mailand. Ich bin Brasilianerin und ein sehr guter Mensch, deshalb lächle ich immer. Ich finde, das Leben ist schön und wir sollten immer lächeln. Hauptsächlich arbeitete Cat als Model für Bademode und Unterwäsche. Sie reiste zu Fotoshootings nach Südkorea und Kolumbien. Ihre Karriere ging steil bergauf. Die junge Frau erschien immer häufiger auf den Titelseiten von Zeitschriften. Cat zog nach Amerika. Dort begann sie, Partys mit Prominenten zu besuchen. Einmal wurde Cat in Begleitung von Leonardo DiCaprio gesehen. Die brasilianische Presse schrieb, dass das Paar eine Affäre hatte, die nicht länger als einen Monat dauerte. Im Dezember 2013 ließ sich Cat in New York nieder, in einer Wohnung mit Blick auf die Freiheitsstatue. Die Nachbarn bemerkten, dass sie Markenkleidung, Handtaschen und teuren Schmuck trug. Es wurde offensichtlich, dass Cat einen reichen Mann hatte. Ihre Freundinnen wussten, dass sie sich mit einem russischen Oligarchen traf, der ihr eine schicke Wohnung mietete und sie vollständig versorgte. Er schenkte ihr Geschenke, zum Beispiel teure Uhren, die mit Diamanten besetzt waren. Zunächst nannte Cat seinen Namen nicht. Erst nach einiger Zeit begann sie, ihn einfach A zu nennen. Sie zeigte einer engen Freundin ein Foto des Oligarchen. Die Freundin beschrieb den Mann als seltsam aussehenden alten Mann. Niemand hatte ihn jemals persönlich gesehen. Cat flog zu ihm nach Frankreich, fuhr auf seiner Yacht und kam manchmal nach Russland. Immer wieder erzählte sie ihrer Freundin, dass sie in den Milliardär verliebt sei und jeden Tag mit ihm telefonierte. Cat langweilte sich in New York. Die Treffen mit dem Oligarchen fanden nicht oft statt. Die junge Frau hatte noch mehrere andere Männer, die ihr großzügig für die Verabredungen und ihre Zuneigung dankten. Aber alles änderte sich, als bei Cat gesundheitliche Probleme auftraten. Sie musste dringend operiert werden. Ihre zuvor eingesetzten Brustimplantate wurden entfernt. Die Genesung erwies sich als schwer und langwierig. Cat wurde für Männer uninteressant. Der Oligarch brach den Kontakt zu der Brasilianerin ab, andere Verehrer verschwanden ebenfalls sofort. Nach der Operation beendete Cat ihre Karriere auf dem Laufsteg und versuchte, Schauspielerin zu werden. Doch es blieb ohne Erfolg. Ihre Verbindung zur Hollywood-Elite führte dazu, dass Cat begann, illegale Substanzen zu konsumieren. Ein Getränk, das von indianischen Schamanen hergestellt und zur Kommunikation mit Geistern verwendet wird. Cat besuchte Zeremonien, bei denen alle Menschen auf dem Boden saßen und Lieder sangen. Cats Freundinnen waren der Meinung, dass die Blondine gerade nach diesen Treffen begann, den Verstand zu verlieren. Cat sagte, dass sie schon in jungen Jahren die Gabe gehabt habe, Vorhersagen zu treffen. Sie nannte es ihre innere Stimme. Nach dem Konsum illegaler Substanzen glaubte Cat, dass sie auserwählt und etwas Besonderes sei und hielt es für ihre Pflicht, Menschen zu helfen. Gerade in Amerika begann Cat Torres in den sozialen Netzwerken an Popularität zu gewinnen. Sie schuf ihre eigene Marke und lehrte Kundinnen und Follower, wie man einen gesunden Lebensstil führt, wie man Liebe, Geld und Wohlstand anzieht und wie man sich alle Träume erfüllt. Die junge Frau veröffentlichte schöne Fotos auf ihrer Seite, schrieb inspirierende Zitate und gab Ratschläge. Cat reiste viel und genoss das Leben. Millionen von Menschen folgten ihr. Cat begann, sich mit einem jungen Unternehmer zu treffen. Sein Name war Ben. Er half ihr beim Aufbau ihrer Marke. Cat schrieb
und veröffentlichte ihr motivierendes Buch The Voice. Darin erzählte sie von ihrer schweren Kindheit, von Gewalt und Misshandlung, davon, wie sie es trotz allem aus der Armut geschafft und Erfolg gehabt hatte und davon, wie ihre Träume von einem reichen Leben Wirklichkeit geworden seien. Im Jahr 2017 begann Kat Torres, persönliche Sitzungen mit Kundinnen abzuhalten. Sie motivierte die jungen Frauen, gab ihnen Ratschläge, lehrte sie Spiritualität, lehrte sie, besser für sich selbst zu sorgen und ihre Ressourcen zu nutzen. Als Kat ihre Dienste im Internet bewarb, sagte sie Dinge wie: „Ich kann dein Problem lösen. Ich kann dir helfen." Beim Durchsehen von Kats Profil fanden die Abonnentinnen Trost in ihren Worten. Torres' Online-Beratungen ähnelten einer Therapie. Sie sprach beruhigende Worte zu ihren Kundinnen, wusste sie zu unterstützen und ihnen Ratschläge zu geben. Eine Videokonferenz mit Kat kostete etwa $150. Kat besuchte zusammen mit ihrem Freund Ben Kirchen und studierte verschiedene religiöse Praktiken. Die junge Frau bewunderte den berühmten brasilianischen Medium João de Deus. Übrigens wurde João später wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt und zu fast 500 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein weiterer Favorit von Kat war der amerikanische Coach und Trainer Tony Robbins. Torres bewunderte diesen Mann und träumte davon, seinen Erfolg zu wiederholen. Eine von Kats Kundinnen, Anna, erzählte: „Ich fand Kat zu einer Zeit, als ich gerade eine schmerzhafte Trennung von meinem missbräuchlichen Partner durchlebte. Ich hatte bereits eine schwierige Kindheit hinter mir, hatte viele gesundheitliche Probleme und verbrachte meine Zeit damit, von Arzt zu laufen. Ich hatte stark abgenommen, aber niemand konnte mir helfen. Ich hatte die Hoffnung verloren und dachte, mein Leben sei vorbei. Genau in diesem Moment fand ich Kat und klammerte mich an sie wie an meine letzte Chance." Anna lebte und studierte in Boston, Massachusetts. Nach Angaben der jungen Frau überzeugte Kat sie davon, dass Anna nach New York ziehen und ihre Haushaltshilfe werden sollte. Kat schrieb der jungen Frau, dass sie sich um ihre Katzen kümmern, Essen kochen, die Wohnung putzen und Wäsche waschen müsse. Kat versprach ihr $2000 im Monat zu zahlen. Anna willigte ein und zog nach New York. Als sie zum ersten Mal Kats Wohnung betrat, war sie entsetzt über das Chaos, das dort herrschte. Überall lag Müll herum, schmutzige Kleidung, die Katzen urinierten direkt in das Bett des Models. Kat war völlig unfähig, ihr Leben zu organisieren, sie konnte nicht einmal die grundlegendsten Dinge erledigen. In der Wohnung brannte ständig das Licht. Kat schlief fast nie, sie konnte nicht in Stille leben. Selbst wenn Kat duschte, rief sie Anna immer zu sich, um mit ihr zu reden. Die Assistentin schlief nur, wenn Kat zu Treffen mit Männern ging. Die Blondine kam nachts oder früh am Morgen zurück und weckte Anna sofort. Kat versuchte dafür zu sorgen, dass die Assistentin mit niemandem Kontakt hatte, nicht einmal am Telefon. Sie schien sie gezielt von der Außenwelt zu isolieren. Anna lebte in Kats Wohnung und arbeitete nahezu rund um die Uhr. Das Model zahlte ihr nie die versprochenen $2000. Anna erhielt dieses Geld nie. Bald wurde der Assistentin klar, dass sie ausgenutzt wurde. Kat hatte Macht über sie und wusste, wie man manipuliert. Erst nach 3 Monaten entschloss sich Anna zu gehen. Kat rief sie weiterhin an und schrieb ihr, bat sie darum, zurückzukommen. Ihre Verbindung dauerte noch etwa 1 Jahr. Anna hatte Angst und dachte ständig darüber nach, wie sie Kat entlarven könnte, doch gleichzeitig fürchtete sie sich vor ihr. Anna glaubte, dass sie eines der ersten Opfer von Kat Torres war. Mitte 2022 zog die 32-jährige Kat mit ihrem neuen Verlobten, dem 21-jährigen Zach, nach Texas. Sie mieteten ein geräumiges Haus mit 5 Schlafzimmern, wurden jedoch schon nach ein paar Monaten wieder hinausgeworfen, weil das Paar die Miete nicht bezahlt hatte. Die Nachbarn sahen, wie Kat und Zach Kisten voller Voodoo-Puppen und getrockneter Kräuter aus dem Haus trugen. Kat bestellte diese Waren in großen Mengen und verkaufte sie über ihre sozialen Netzwerke. Zu diesem Zeitpunkt erzählte Kat ihren Followern bereits, dass sie mit Hilfe von Magie Menschen von verschiedenen Krankheiten und Leiden heilen könne. Sie verdoppelte den Preis für ihre Beratungen. Während der Online-Treffen erzählte Kat ihren Kundinnen, dass sie mit einem Wesen kommunizieren könne. Christen erzählte, dass diese Wesenheit Gott sei, Atheisten, dass sie mit Vorfahren aus der Vergangenheit kommuniziere. Manchmal rief sie Kundinnen einige Tage nach der Beratung an und behauptete, sie habe Träume gehabt.
Eine Stimme habe ihr gesagt, wie sie sich in dieser oder jener Situation am besten verhalten solle. Sie behauptete, dass alle, die den Ratschlägen ihrer Stimme folgten, Erfolg hätten und glücklich seien, während alle, die ihr nicht glaubten, unter schrecklichen Folgen litten. Cat und Zack zogen nach Austin, wo sie ein neues, geräumiges Haus mieteten. Zur gleichen Zeit begann Cat aktiv nach neuen Assistentinnen zu suchen. Eines Tages rief sie unter Tränen ihre Kundin, eine Brasilianerin namens Desiree, an und sagte: »Mir geht es schlecht, meine Gesundheit verschlechtert sich, ich glaube, ich werde bald sterben. Bitte komm zu mir nach Austin. Ich möchte, dass du bei mir bist. Ich vertraue nur Zack und dir.« Die beiden Frauen telefonierten 2 Stunden lang. Noch am selben Tag kaufte Cat die Tickets und Desiree flog nach Austin. Danach veröffentlichte Torres einen Beitrag in den sozialen Netzwerken und erzählte, dass sie ihren Hexenclan gründen würde. Neben Desiree konnte Cat noch 2 weitere Kundinnen, Letitia und Sol, davon überzeugen, zu ihr zu ziehen. Die jungen Frauen waren zwischen 18 und 20 Jahren alt. Sobald die jungen Frauen die Schwelle des Hauses überschritten hatten, führte Torres sie in ihr sogenanntes Hexenzimmer. Dort stand ein großer Altar mit Kerzen und Ikonen. Cat kniete nieder und betete für jede Kundin, bat die Engel um Gesundheit und Wohlstand. Die junge Frau namens Sol verbirgt ihr Gesicht. Früher arbeitete sie als Yoga-Lehrerin. Sie kam aus Boston zu Cat. Torres versprach ihr, sie für ihre Hilfe bei der Führung des Geschäfts zu bezahlen. Sol wurde ein gutes Gehalt versprochen, aber letztendlich arbeitete sie in Cats Haus als normale Haushälterin und erhielt dafür keinen Cent. Eines Tages sagte Cat zu Sol, dass sie in einen Stripclub gehen und anfangen müsse, an der Stange zu tanzen. Cat behauptete, dass Sol dort ihren zukünftigen Ehemann treffen würde. Ihre Ehe würde lang und glücklich sein. So sagte es die Stimme. Sol willigte ein. Eine andere junge Frau, Desiree, kam aus Brasilien zu Torres. Cat erzählte ihr von ihren Erfahrungen als Escort, von Hollywood und von Partys. Sie kannte berühmte Models, die für viel Geld mit Männern Zeit verbrachten. Cat teilte Desiree mit, dass sie viel Geld für ihren Flug, ihre Unterkunft, ihre Verpflegung, Möbel und Zauberei ausgegeben habe, das nun zurückgezahlt werden müsse. Cat sagte, wenn Desiree fliehen würde, würde sie verfluchen. Torres überredete Desiree, in einem Stripclub zu arbeiten. Die junge Frau gab Cat das gesamte verdiente Geld. Desiree arbeitete jeden Tag. Sie wurde schnell zu einer beliebten Tänzerin. Sie musste sich vor den Männern vollständig entkleiden und mit ihnen kommunizieren. In 2 Wochen verdiente Desiree $9.000, nahm das ganze Geld und legte es in den Safe in ihrem Zimmer. Dort, im Safe, bewahrte sie auch ihren Pass auf. Cat sagte, dass sie ihre Papiere nicht mit sich führen sollte, damit niemand erfahre, dass sie Brasilianerin sei und sich ohne gültigen Aufenthaltsstatus in den Vereinigten Staaten aufhalte. Bald stellte Cat einen Plan für Desiree auf. Sie musste mindestens $1.000 pro Tag verdienen, sonst ließ Cat sie nicht ins Haus. Mehrmals musste Desiree auf einer Parkbank schlafen. Desiree wurde oft krank. Sie war körperlich und psychisch erschöpft. Sie fragte Cat ständig, wann sie endlich mit ernsthaften Geschäften beginnen würden. Cat winkte ab. Sie sagte, Desiree habe noch nicht das gesamte Geld zurückgezahlt, das in sie investiert worden sei. Cat behauptete, sie habe tagelang Rituale durchgeführt, damit Desiree ohne Visum in die USA einreisen konnte. Cat lebte weiterhin mit ihrem Verlobten Zack und ihren Assistentinnen, Desiree, Letitia und Sol, in einem Haus. Es galten bestimmte Regeln. Die Assistentinnen durften nicht miteinander kommunizieren. Es war ihnen verboten, ihre Zimmer ohne Cats Erlaubnis zu verlassen. Sie durften kein Nein sagen. Sie mussten alle Anweisungen von Torres befolgen. Es war ihnen verboten, jemandem von ihrem Leben in Cats Haus zu erzählen. Desiree durfte den Stripclub verlassen, musste sich aber stattdessen mit Männern treffen und gegen Bezahlung sexuelle Handlungen ausüben. Das gleiche Schicksal erwartete auch Letitia. Die erste, die aus Torres Haus fliehen konnte, war Sol. Insgesamt verbrachte sie 42 Tage bei Cat. Sie war die erste, die erkannte, in was sie sich da hineingebracht hatte. Sol gelang es, ihren Ex-Freund zu kontaktieren. Er half ihr bei der Flucht. Sol hatte große Angst, dass Cat sie finden und zur Rückkehr zwingen würde. Sie wusste, dass Torres Fotos von ihrem Reisepass und Führerschein hatte,
auf denen ihre persönlichen Daten zu sehen waren. Saul wusste, dass Zack mehrere Pistolen besaß. Sie hatte Angst, dass er sie finden und ihr etwas antun könnte. Desiree und Letitia blieben weiterhin in Torres' Haus. Kat erstellte Profile der jungen Frauen auf Dating-Websites und zwang sie als Escorts zu arbeiten. Sie mussten Kat jeden Tag $3.000 bringen. Den jungen Frauen war es verboten, mit ihren Eltern und Freunden zu kommunizieren. Ihre Familien wandten sich an die Polizei mit der Bitte, Desiree und Letitia zu suchen. Die Eltern wussten, dass sie weggegangen waren, um sich mit der Bloggerin Kat Torres zu treffen, doch sie waren verschwunden und hatten den Kontakt abgebrochen. Bald verbreitete sich die Nachricht vom Verschwinden der beiden jungen Frauen in ganz Amerika. Dann wandte sich Anna, Kats erste Assistentin, an die Polizei und erzählte von ihrem Leben mit Torres. Daraufhin veröffentlichte Kat auf ihrer Seite einen Beitrag mit Drohungen gegen Anna. Torres behauptete, dass sie in ihrer Mietwohnung aufgenommen habe und Anna sie betrogen habe. Kat forderte ihre Follower auf, Anna zu verurteilen und ihr wütende Kommentare zu schreiben und versprach, das Leben der Verräterin zur Hölle zu machen. Anna und Saul erstatteten Anzeige bei der Polizei. Die jungen Frauen erklärten, dass Kat sie gewaltsam in ihrem Haus festgehalten und zu unbezahlter Arbeit gezwungen habe. Nachdem Kat das Interesse der Polizei auf sich gezogen hatte, zwang sie Desiree und Letitia, Videos aufzunehmen und diese im Internet zu veröffentlichen. Darin behaupteten die jungen Frauen, dass sie freiwillig bei Kat lebten, sie bewunderten und sie ihre Retterin nannten. Desiree und Letitia baten ihre Verwandten, nicht nach ihnen zu suchen, nicht anzurufen und keine Nachrichten zu schicken. Sie versicherten, dass sie nicht mit ihren Eltern sprechen wollten und baten darum, dass niemand sie mehr störe. Nachdem sie die Videos gesehen hatten, waren die Familien der jungen Frauen noch besorgter. Sie waren überzeugt, dass Desiree und Letitia in Gefahr waren und dringend gerettet werden mussten. Kat schrieb weiterhin Drohungen an Anna und Saul. Außerdem schrieb sie Beleidigungen an den Vater ihres Verlobten Zack. Der Mann war gegen Torres eingestellt. Sie verfluchte ihn und wünschte ihm den Tod. Kat zog zusammen mit Zack und ihrer Assistentin nach Maine, woraufhin die Polizei begann, sie zu überwachen. Eines Tages riefen die Ermittler Kat an. Zu diesem Zeitpunkt fuhr sie mit Zack, Desiree und Letitia im Auto. Kat wurde gefragt, ob sie die jungen Frauen gegen ihren Willen festhalte. Sie antwortete, natürlich nicht. Die Ermittler baten Kat, zur Polizeistation zu kommen und mit ihnen zu sprechen. Sie willigte ein. Nachdem Kat den Anruf beendet hatte, gab sie den jungen Frauen Anweisungen, was sie als nächstes tun und wie sie sich gegenüber der Polizei verhalten sollten. Sie drohte Desiree und Letitia. Kat wusste nicht, dass die jungen Frauen das Gespräch heimlich auf ihrem Handy aufzeichneten. Am nächsten Tag erschienen Kat und die jungen Frauen auf der Polizeiwache im Bundesstaat Maine. Desiree und Letitia waren sehr verschlossen und schwiegen fast die ganze Zeit. Kat erzählte von ihrem Geschäft. Sie behauptete, Desiree und Letitia seien ihre Assistentinnen. Kat war überzeugt, dass viele Menschen neidisch auf sie seien und ihr schaden wollten. Erst auf der Polizeistation wurde Desiree und Letitia klar, dass Kat sie manipuliert, zu erniedrigenden Tätigkeiten gezwungen, zum Lügen gebracht und sie vollständig von der Außenwelt isoliert hatte. Die jungen Frauen erzählten den Ermittlern schließlich die Wahrheit. Kat wurde verhaftet. Sie wurde wegen Menschenhandels, Ausbeutung durch Zwangsarbeit und Betrugs im Gesundheitswesen angeklagt. Die 33-jährige Torres wurde in ihre Heimat Brasilien abgeschoben. Kat sitzt seit November 2022 im Gefängnis. Nach ihrer Festnahme meldeten sich mehr als 20 junge Frauen, die angaben, von Kat getäuscht worden zu sein und unter dem Kontakt mit ihr gelitten zu haben. Kat Torres selbst bestritt jegliche Schuld. Sie war der Meinung, dass sie nicht im Gefängnis sitzen und neben Frauen leben sollte, die 10 bis 15 Menschen getötet hätten. Kat erzählte: Als ich die Aussagen der jungen Frauen vor Gericht hörte, verstand ich nicht, warum sie so viele Lügen erzählten. Ich konnte mich kaum zurückhalten, nicht laut loszulachen. Die Leute sagten, ich sei eine Gefahr für die Gesellschaft, ich könne ihre Gedanken kontrollieren und sie manipulieren. Aber gleichzeitig behaupteten sie, ich sei eine Betrügerin und hätte keinerlei Fähigkeiten. Das widerspricht sich doch. Ich arbeite seit 9 Jahren mit Menschen. Ich habe eine Gabe, meine Stimme, die ich höre.
14.000 Kunden haben meine Hilfe in Anspruch genommen. Unter ihnen waren Millionäre und sehr bekannte Persönlichkeiten. Aber in meinem Umfeld gab es immer Neider. Daran habe ich mich längst gewöhnt. Es gibt einfach Menschen, die ohne Talente geboren werden. Und es gibt Menschen wie mich, die in allem talentiert sind. Viele sagten, ich würde nicht schlecht singen. Ich weiß, dass ich noch berühmt werden werde. Der Ruhm wird mich einholen, egal wo ich bin. Cat behauptete, dass sie weiterhin ihre Stimme höre und alles richtig mache. Sie bestritt, dass die jungen Frauen mit ihr auf demselben Grundstück lebten, und sie bestritt, dass sie in ihrem Haus arbeiteten. Einer der Beweise vor Gericht waren Geldüberweisungen, die Desiree, Letitia und Soul getätigt hatten. Sie schickten Cat ziemlich große Summen. Torres behauptete, sie habe sie lediglich gebeten, ihr Geld für ein Taxi zu schicken. Im Juli 2024 wurde Cat Torres für schuldig befunden. Die Frau wurde zu 8 Jahren Haft verurteilt. Anna erzählte, dass sie 3 Jahre lang regelmäßig einen Psychotherapeuten aufgesucht habe. Sie habe enorme Arbeit geleistet und könne nun ohne Tränen und Wutanfälle über das Geschehene sprechen. Anna sei heute ruhig, da sie wisse, dass Torres im Gefängnis sitze. Die junge Frau hoffe, dass andere Opfer ihr Schweigen brechen und sich an die Polizei wenden, um ihre Geschichten zu erzählen. Die Brasilianerin Desiree hat ein Buch über ihre schrecklichen Erfahrungen mit Cat geschrieben. Desiree gab zu, dass sie sich bis heute nicht davon erholt habe. Sie hoffe, dass ihre Geschichte vielen als Lehre dienen werde. Cat Torres wird im Herbst 2030 aus der Haft entlassen. Zu diesem Zeitpunkt wird sie bereits 41 Jahre alt sein. Das brasilianische Gericht hat außerdem entschieden, dass der Frau bis zu ihrem Lebensende die Nutzung des Internets untersagt ist. Die Polizei warnt, dass die Popularität sozialer Netzwerke dazu geführt habe, dass sie zu einer Art Portal für Menschenhandel geworden seien. Sie hätten ein riesiges Kommunikationsnetzwerk für Betrug und Verbrechen geschaffen. Heute sei es viel einfacher geworden, Menschen zu täuschen und zu rekrutieren. Denken Sie immer daran und seien Sie vorsichtig. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.